Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und heute geht es mal um die ganz aktuellen Entwicklungen rund um die Straße von Hormuz und Bitcoin. Denn wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist die Straße wieder geöffnet, die Schiffe können wieder durchfahren. Es gibt ein, wie sagt man, Ceasefire zwischen, also das hat Donald Trump ausgehandelt, am Mittwoch in der Nacht. Genau, dass jetzt erstmal eine Feuerpause ist und erstmal die Schiffe wieder durchfahren können. Genau, aber es gibt auch eine neue Entwicklung des Irans. Und zwar, er verlangt jetzt eine Maut oder halt sowas wie Zölle dafür, dass die Schiffe durchfahren können. Also, dass die Schiffe, die sich jetzt in den letzten Wochen dort angesammelt haben, auch wieder das Öl raustransportieren können. Und zwar von $1 pro Barrel Öl. Also das Barrel Öl kostet ja so circa, sagen wir, um einfach zu rechnen, $100. Das war zumindest letzte Woche der Stand. Und dann ist eben diese 1% Gebühr an den iranischen Staat dafür, dass sie nicht angegriffen werden. Und ja, die Schiffe, die wollen ja das Öl verkaufen und die können ja jetzt auch so viel mehr verlangen für den Ölpreis. Deswegen zahlen die das gerne. Aber jetzt kommt der springende Punkt. Und zwar, sie müssen es in Bitcoin bezahlen. Und genau genommen läuft es so ab, wenn sie sich praktisch in der Nähe befinden, müssen sie eine E-Mail, so heißt es, vom Botschafter des Irans, praktisch an die Botschaft schreiben oder an das zuständige Amt dort, dass sie jetzt passieren möchten. Und wenn sie eine Zusage bekommen, dann müssen sie oder dann bekommen sie so eine Zusage, ja, ihr könnt jetzt zahlen und dann könnt ihr durchfahren. Und innerhalb dann weniger Minuten soll das Geld in Bitcoin, also direkt dorthin geschickt werden an die öffentliche Adresse. Und wenn das geschehen ist, können sie auch praktisch direkt losfahren. Aber das passiert alles innerhalb von wenigen Minuten und es soll praktisch komplett umgangen werden. Also Iran ist ja praktisch vom Zahlungssystem SWIFT, das weltweit gehandelt wird, praktisch ausgeschlossen. Das sind die Sanktionen der USA und die sollen praktisch damit umgangen werden. So, also um welche Beträge handelt es sich? Ja, hier, wenn zum Beispiel auf dem Schiff jetzt, sagen wir, 100.000 Barrel sind, dann, oder sagen wir 1 Million, dann müssen hier halt eben 1%, also 10.000 in Bitcoin. So, ich habe jetzt kurz nochmal recherchiert und zwar pro Schiff rechnen wir das jetzt einfach mal runter, damit es einfacher ist. Dass ein normaler Tanker oder ein so durchschnittlicher Tanker dort eben, der da durchfährt, enthält ca. 2 Millionen Barrel Öl. Und diese 2 Millionen Barrel Öl, also das ist ja dann auch 1:1, $1 pro Barrel, praktisch 2 Millionen Dollar in Bitcoin gemessen, die praktisch, oder in Bitcoin, die das an den iranischen Staat gehen. Und das heißt, es müssen täglich circa oder pro Schiff 2 Millionen Dollar. Das wären also 40 Bitcoins, die jedes Schiff erstmal auf dem Markt kaufen muss und dann direkt überweisen muss an den iranischen Staat, um dort durchzufahren. Und das pro Schiff. Und jetzt, ja, lass uns mal überlegen, wenn da vielleicht 500 Schiffe am Tag durchfahren, dann ist das eine ganze Menge. Und ja, diese neue Nachfrage auf den Bitcoin trifft jetzt auf sowieso einen Bärenmarkt. Schauen wir mal, wie lange es jetzt noch weitergeht und ob wir jetzt steigende Preise sehen werden. Das hängt natürlich auch stark davon ab, ob der Iran die Bitcoins direkt wieder verkaufen wird und vielleicht wieder neue Waffen kaufen wird oder ob sie das erstmal halten oder keine Ahnung, was sie mit denen machen. Genau, das erstmal zu den neuen Entwicklungen zu der Straße von Hormuz. Das ist erstmal für alle eine gute Entwicklung. Die Ölpreise werden wahrscheinlich wieder etwas fallen, weil wieder mehr Öl auf dem Markt ist, also weltweit betrachtet. Iran hat wieder ein bisschen Einnahmen und die ganze andere Welt hat wieder ein bisschen Öl und alles hat sich wieder ein bisschen beruhigt, keine Menschen sterben, das ist ja alles gut. So, das haben wir jetzt schon, das sehen wir jetzt im Iran ziemlich schnell, dass hier Bitcoin also so genutzt wird, weil also in Deutschland oder sowas, wird der Bitcoin im Mainstream gar nicht genutzt. Aber hier ist der Iran ziemlich schnell darauf gekommen, ja, wir brauchen irgendwie eine Alternative zum US-Dollar. Und genau, dann sind sie halt eben auf Bitcoin gekommen. Davor war es auch noch etwas, wo sie überlegt haben mit Stablecoins, das hieß es noch in den Nachrichten, dass die Zahlungen auch in Stablecoins akzeptiert werden. Aber die haben eben auch nochmal einen Nachteil, denn hier können die Transaktionen auch eingefroren werden, beziehungsweise nicht durchgeführt, also geblockt werden. Und die
Ja, also die Stablecoins werden praktisch auch in den USA verwaltet, nenne ich es jetzt mal. Also die haben dort praktisch die Oberhand darüber und die entscheiden dann natürlich, nein, wir wollen nicht, dass hier das ganze Geld an den Iran geht. Und deswegen hat man sich dann schlussendlich komplett auf Bitcoin fokussiert. Das war ja in Venezuela auch schon so, dass praktisch Bitcoin akzeptiert wurde, dort das auch, da ging es ja ums Öl, dass die das auch verkauft haben, praktisch an den Sanktionen vorbei und dort eben auch alles in Bitcoin gespart haben und genau, dass sie da auch massiv Bitcoin-Exposure angehäuft haben. Das ist auf jeden Fall, also sehr viele Länder wollen jetzt eher unabhängig sein von den USA. Also einmal unabhängig vom Dollar von den USA, vor allem auch wegen deren politischen Entwicklung und deren Einfluss in der Welt, die sie halt eben hatten. Aber auch unabhängig von vielleicht China, weil es gibt ja diese zwei Schwergewichte auf der Welt und sowieso auch einfach vielleicht nicht den Euro benutzen. Und dann ist halt für die Lösung einfach Bitcoin als Handelswährung zu nutzen. Das ist für jeden offen. Jeder kann es kaufen direkt in unbegrenzten Mengen. Man kann es transformieren. Jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel mit Gold vergleicht. Viele sagen ja, Gold hat hat viel bessere Funktionen, und weil es schon länger gibt als Bitcoin und so. Aber also hier in dem Fall geht es ja um eine Währung und Gold macht hier gar keinen Sinn, weil das müsste man ja dann auch in Schiffen oder sowas zu den Iranern erstmal hinfahren, weil es ja physisch ist und das macht gar keinen Sinn. Das klappt also nicht. Und generell als Aufbewahrung, ja, hat es auch einige Nachteile. Deswegen lieber Bitcoin, und viele Staaten fokussieren sich jetzt eben auf Bitcoin und haben das verstanden. Das ist eine sehr gute Entwicklung. Genau, das war's mit dem Video. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.